Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro und damit auch willkommen zu meinem 2 Jahre YouTube-Kanal Video. Ich habe tatsächlich genau heute vor 2 Jahren mein erstes Video vom Honor Magic V2 hochgeladen. Mittlerweile bin ich ja hier angelangt, also beim Z-Phone oder beziehungsweise genauer gesagt beim Tri-Fold, wie man immer so schön sagt, dem Huawei Mate XT Ultimate Design in dem Fall, nicht dem XTS. Das ist ja auch schon mittlerweile auf dem Markt, in China zumindest. Und entsprechend halt der kleine verbesserte Nachfolger vom Mate XT Ultimate Design. Ja, und passend zu meinem 2-jährigen Jubiläum habe ich tatsächlich eine kleine Kooperation, die ich in die Wege geleitet habe, weil es mich einfach mega interessiert hat. Und ich bin wirklich super happy, dass das auch geklappt hat und ich da eine Zusage bekommen habe und auch wie immer meine eigene freie Meinung teilen kann. Ich habe da keinerlei Vorgaben, was ich sagen darf, muss, wie auch immer. Das heißt, es bleibt alles komplett meine Meinung, was ich so davon denke oder was vielleicht auch nicht so gut ist, etc. etc. Also von daher würde ich sagen, ich erkläre euch gleich mal, wie es dazu gekommen ist und zum eigentlichen Unboxing des Huawei Pura 80 Ultra. Damit willkommen zurück und ich will für euch gleich mal die Frage klären, ja, wie kommt man denn überhaupt dazu, eine Huawei oder Huawei-Kooperation in Europa zu machen oder international allgemein? Die haben ja, wie viele von euch wissen, keine Google-Dienste und entsprechend auch diesen USA-Bann mit 5G und haben halt nur 4G an Bord etc. etc. Gibt halt so ein paar Einschränkungen, aber ich habe ja mir dieses dreifaltige oder eigentlich zweifaltige Gerät hier geholt. Das Trifold von Huawei eben, das Ultimate Design vom Mate XT. Und das Ding hat mich wirklich so geflasht. Das Video dazu kommt ja noch mit dem ersten paar Tagen Eindruck und wie läuft's denn so, wie ist es so im ersten Eindruck, was denke ich, wie stabil das ist, etc. etc. Also dazu wird auch noch ein Video kommen. Heute soll es aber darum mal nicht gehen. Aber in Verbindung damit muss man sagen, ich habe das Mate XT in der China-Version, nicht die internationale. Entsprechend ist da Harmony OS drauf in der Version 4. Und hier beim Huawei Pura 80 Ultra ist EMUI, ich glaube Version 15 an Bord. Das ist sozusagen die Android-basierte Version des Huawei-Systems und da soll wohl auch Android Auto laufen. Ob so ist, werde ich zeigen. Ich werde natürlich auch die ganze Einrichtung von dem Gerät dann zeigen etc. Heute geht's aber wirklich mal nur ums Unboxen und den Ersteindruck vom Pure 80 Ultra. Das Ganze wurde mir übrigens in der Farbe Prestige Gold geliefert. Gibt auch noch so eine schwarze Version, aber das ist halt hier so die schimmernde Gold-Version. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann ausschaut. Ich habe selber auch noch nicht reingeguckt. Aber wie kam es denn jetzt überhaupt zu der Kooperation? Ganz einfach, ich habe mir eben dieses Mate XT Ultimate Design geholt, habe damit ein bisschen rumgespielt und war total begeistert, auch was die Kamera für ein Foldable und vor allem für ein Trifold ja, betrifft. Die ist wirklich sehr gut, also natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit den High-End-Flaggschiffen, aber mich hat es eben mal interessiert, weil eben auch bei DxO das Pura 80 Ultra so weit vorne ist, auf Platz 1 aktuell eben, wie denn das ist. Ich habe ja das Huawei P30 Pro damals gehabt, das hatten vielleicht auch einige von euch und da war ja auch schon die Kamera extrem gut. Die hatten auch schon eine Periskopkamera für den Zoom mit drin und so. Also da war Huawei wirklich der Vorreiter und dann kam halt der US-Bann. Und dadurch, dass ich eben da so begeistert war von dem Trifold, habe ich mir gedacht, ich schreibe die jetzt einfach mal an. Ich habe die dann über Instagram angeschrieben, also Huawei Deutschland, Österreich, Schweiz, und habe eben so ein bisschen reingeschrieben, was ich so mache und dass ich halt mega interessiert wäre, da mal die Geräte von Huawei testen zu können. Ja, und dann habe ich eine E-Mail-Adresse bekommen, da sollte ich mich hinwenden und das habe ich dann auch gemacht. Ja, und das Ende vom Lied war, ich habe die anscheinend überzeugt und habe eben jetzt hier das Pura 80 Ultra bekommen zum Testen.
Richtig cool ist natürlich eine Review-Unit, aber so wird sie eben auch im Laden oder bei Amazon etc. verkauft. Entsprechend bin ich echt gespannt. Und jetzt genug geredet. Wir fangen an mit dem Unboxing. So, ihr seht hier schon, das ist also hier die Verpackung vom Pura 80 Ultra. Ihr seht auch hier schon X-Image und das Ganze hat ja eben ein 3-Sensor, 4-Kamerasystem. Das ist eine ganz neue Technik, die da verbaut wurde. Ihr habt nämlich im Endeffekt so eine Art Schiene, wo der Spiegel von der Linse zur anderen Linse geschoben wird im Zoom-Bereich. Das zeige ich euch aber in den Reviews auch noch ausführlich. Super spannend auf jeden Fall. Und ein 1-Zoll-Sensor hat die Hauptkamera, also spitze. Ach, und bevor ich es vergesse, eine variable Blende. Und das ist ja mein Highlight überhaupt. Ich liebe ja variable Blenden bei Smartphones. Die werden leider immer mehr weggenommen wieder, obwohl die eben schon da waren bei Xiaomi etc. Ja, Huawei, bleibt dran, macht die auf jeden Fall nicht weg. Okay, wie gesagt, Pura 80 Ultra, 512 GB, 16 GB RAM und Dual SIM. eSIM ist im Normalfall nicht dabei, da schaue ich aber dann mal nach, ob das auch bei den internationalen Versionen so ist oder ob wir hier eSIM haben. Mal schauen. So, dann packen wir das mal aus. So sieht das Smartphone aus. Das schimmert ordentlich. Wahnsinn. Also ist so ein Goldschimmer. Ja, da spiegelt oben gleich die Kamera oder der Bildschirm der Kamera mit rein, weil es so glänzt. Wahnsinn. Ich nehme es mal kurz raus. Es war natürlich schon in Reviews in Benutzung. Entsprechend ist es nicht mehr brandneu. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, da sind so ganz feine Kratzerchen schon am Rücken, aber das macht nichts. Ich zeige es euch mal hier. So schaut das Ganze aus. Also sehr schimmerig. Aber ich muss sagen, sieht eigentlich ganz cool aus. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Fan von diesen Goldakzenten wie bei meinem Mate XT hier auch. Wobei da passt es auch mit dieser schwarzen Rückseite. Aber so ganz Gold, ja, es hat was. Also es sieht edel aus. Ich denke, ich würde wahrscheinlich trotzdem die schwarze Version bevorzugen. Da bin ich einfach eher der Fan davon. Aber ansonsten sieht es wirklich gut aus. Ich zeige euch mal hier noch die ganzen Kanten. Und seht ihr das mal noch einmal ringsrum. Genau. Ja, liegt auf jeden Fall super gut in der Hand. Und was ich jetzt schon liebe, und das haben auch ein paar Reviewer schon erwähnt gehabt, ist eben der Kamerabump. Der ist riesig, aber ich habe ja immer meinen Finger hier so oder beim Mate XT auch hier an der Kamera, an der Unterseite hier dran. Und dadurch, dass es so abgeschrägt ist, ist es für einen Rechtshänder perfekt. Für einen Linkshänder, glaube ich. Also ich muss sagen, als Linkshänder, glaube ich, wäre es nichts für mich. Als Rechtshänder super gut, aber also der Kamerabump ist schon heftig. Wirklich heftig. Werde ich mal nachmessen in einem der nächsten Videos, wie viel der da aufträgt. Ich würde fast sagen, nochmal die gleiche Dicke wie das Gehäuse. Wahnsinn. Aber gut, große Sensoren verbaut und eben auch eine variable Blende. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch mit an Bord haben. Okay, einmal einen Charger, 100 Watt Supercharge, den werde ich auf jeden Fall auch mal testen mit dem Speedometer, wo ich auch habe, wo ich eben testen kann, ob er wirklich bis zu 100 Watt reinpumpt. Ein USB-C auf USB-C-Kabel, eine Hülle, also ein Case ist mit an Bord. Sieht so aus, das Ganze. Schaut auf jeden Fall auch ganz cool aus. Also ich finde es generell ja schon cool, wenn Hersteller überhaupt noch Cases dabei haben. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Ist jetzt kein Billigplastik, würde ich sagen, oder Kunststoff. Also hat auch eine angenehme Rückseite, ist so ein bisschen rutschfest, würde ich mal behaupten. Okay, cool. Pokopin und theoretisch Papiermaterial, das ist jetzt hier nicht mit dabei. Und das war's dann auch schon. Dann würde ich sagen, packen wir mal kurz die Hülle hier noch dran. Schauen wir mal, wie das Smartphone mit der Hülle ausschaut.
So sieht das Ganze dann aus. Also doch, finde ich, hat was. Also auch das Design so von der Hülle, wo so ein bisschen dieses Kameradesign nachahmt, finde ich, schaut schon echt cool aus. Dual-Tone Flashes wieder mit dabei, also 2 Farbtöne, einmal so leicht ins Gelbe, einmal weiß. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schalten wir das Ding mal an. Kommt das Huawei-Logo. EMUI, wie gesagt, die internationale Version, genau, und Deutsch haben wir auch. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob wir hier eSIM an Bord haben, das würde mich noch interessieren. Ja, eSIM hinzufügen, auf Platz 2, also ihr könnt eine eSIM hinzufügen, müsst natürlich vorab mit WLAN verbunden sein. Also hier nochmal schwarz auf weiß, ihr habt hier die Option eSIM hinzuzufügen. Ganz anders wie bei der China-Version von Huawei, da geht es wieder nicht. Da habt ihr auch Dual-SIM, aber eben nur 2 physische SIM-Karten. Ja, und damit werde ich jetzt das Smartphone einfach mal einrichten. Das heißt, ich klicke mich hier mal durch, werde mal das WLAN verbinden, meinen Huawei-Account einloggen etc., bis wir im Homescreen sind, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wo wir dann einfach mal die Einstellungen alle durchgehen. Was hat's denn so für Einstellungen? Was kann ich da so machen? Was sind vielleicht ein paar coole Dinge, wo Huawei mit an Bord hat? Ich habe da bei HarmonyOS schon was gefunden. Ich sage nur QR-Code-Scanner, aber die ein oder anderen wissen das vielleicht schon, und vielleicht gibt es bei EMUI gar nicht. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Von daher ist es mal super spannend, eben auch beide Geräte im Vergleich zu haben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eine gute Zeit.